Herr Imhoff, in Ihrem Buch »Warum und wozu sind wir hier auf Erden« befassen Sie sich auch mit der Frage der Wiedergeburt. Interessieren Sie sich sehr für diese Thematik? Ja, dieses Thema ist bei mir ein Dauerbrenner, mindestens seit 70 Jahren. Schon als Gymnasiast hat mich das fasziniert. Und ich habe damals Bücher gelesen von Rudolf Steiner und seine Mysteriendramen gelesen. Und da kommt ja das Thema Wiedergeburt zur Sprache. Und so habe ich mich immer wieder gefragt, warum leben wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir nach dem Tod? Wozu das Ganze? Und aufgrund dieser Fragestellungen kam ich zum Thema die wiederholten Erdenleben. Was versteht man heute unter der Lehre von wiederholten Erdenleben? Gibt es hier verschiedene Sichten der Dinge? Es gibt grundsätzlich zwei große Lehren. Die eine ist eine östliche, die andere mehr eine westliche Philosophie. Nach der östlichen Lehre glaubt man eher an eine Seelenwanderung. Nach der westlichen Ansicht meint man die wiederholten menschlichen Erdenleben. Die Seelenwanderung, auch Palingenese genannt, wird im Buddhismus und im Hinduismus vertreten, wobei man annimmt, dass Atman, die Seele, über alle Naturreiche wandert. Vom Mineralreich ins Pflanzenreich, vom Pflanzenreich ins Tierreich, vom Tierreich ins Menschenreich. Es ist das gleiche Leben. Und nach dieser Lehre würde auch die menschliche Seele sich wandeln und wechseln und in verschiedenen Naturreichen auftreten. So wie der persische Dichter Rumi einmal sehr schön gesagt hat: Ich lebte als Stein und wurde Pflanze. Ich lebte als Pflanze und wurde Tier. Ich lebte als Tier und wurde Mensch. Das ist mein ganzes Dasein. Diese Ansicht wäre gut verträglich mit der modernen Evolutionstheorie, dass das Leben aus einfachsten Anfängen bis zum heutigen Menschen sich entwickelt hat, so wie Goethe einmal schön sagte in Bezug auf den Menschen: Da regst du dich nach ewigen Normen, über tausend Formen, und bis zum Menschen hast du Zeit. Da gibt es die Ansicht der Reinkarnation, das heißt auf Deutsch wieder einkörpern, wieder Fleisch werden. Carnis heißt ja das Fleisch. Und so lehrt diese Reinkarnationslehre, dass der Mensch immer wieder neu sich einkörpert, immer wieder neu Mensch wird. Und das ist ja an sich gut verständlich, denn ein einziges kurzes menschliches Leben reicht ja niemals aus, um wirklich dorthin zu gelangen, wo wir hingehören, nämlich in die geistige Welt, aus der wir ursprünglich ausgegangen, herausgefallen sind. Welche Einwände werden von den Gegnern der Wiedergeburtslehre vorgebracht? Also die Anhänger der Wiedergeburtslehre sind im Osten, in den östlichen Ländern viel reicher vertreten als im Westen. Im Westen glauben schätzungsweise 25-30% an diese Lehre. Und entsprechend sind auch die Gegner dieser Lehre gut vertreten und die behaupten Folgendes: Wenn es die wiederholten Erdenleben gäbe, dann würde ja der Mensch seine Identität verlieren. Und da ist zu antworten, seine Identität ist ja nicht körperlicher Art, sondern geistiger Art. Er wechselt bloß den Körper, aber nicht seine geistige Wesenheit. So wie man auch bei einem Fahrzeug das Vehikel ändern kann und wechseln kann, der Fahrer bleibt der gleiche. Denken wir an die Organtransplantationen. Auch mit einem neuen Herzen habe ich die alte Liebe bewahrt. Das zweite Argument, welches die Gegner vorbringen, ist das: Wenn es wiederholte Erdenleben gäbe, müsste man sich ja daran erinnern. Auch da lässt sich sagen, die wenigsten erinnern sich daran, weil sie nur ein sehr eingegrenztes Bewusstsein haben. Aber viele haben sich an ihre früheren Leben erinnert.
Die Literatur ist sehr groß, wo berühmte Dichter und Denker sich an ihr früheres Leben erinnern. Denken wir an Goethe, der zu seiner Seelenfreundin Frau von Stein einmal schrieb: Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Warum band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten Zeiten einst meine Schwester oder meine Frau. Oder Schiller, der fragte, waren unsere Seelen schon verflochten? War es darum, dass die Herzen pochten? Waren wir im Strahl erloschener Sonnen, in den Tagen längst verrauschter Wonnen, schon in eins zerronnen? Ja, wir waren's innig mir verbunden, warst du in Äonen, die entschwunden. Meine Muse saß auf der trüben Tafel der Vergangenheit geschrieben, eins mit meinem Lieben. Also wer behauptet, es gebe keine Erinnerung, auch der ist nicht informiert. Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, einen Menschen in frühere Existenzen zurückzuführen, entweder in Hypnose oder bei völlig wachem Bewusstsein. Ich wurde selber mehrmals in frühere Leben auf diese Weise zurückgeführt. Bei klarem Bewusstsein erinnerte ich mich an frühere Leben hier auf dieser Erde. Das waren wunderbare Erlebnisse, die mir sehr viel Antworten gaben für mein jetziges Leben. Welche Beweise sprechen aus Ihrer Sicht für die Richtigkeit der Wiedergeburtslehre? Ich habe 3 große Kategorien für diese Beweisführung. Erstens die Erfahrungsbeweise und zweitens die Evidenzbeweise. Erfahrungsbeweise, da gibt es erstens einmal die Rückerinnerungen. Viele Menschen erinnern sich spontan, dass sie in irgendeinem Land und in irgendeinem Ort schon einmal gelebt haben, also sogenannte Déjà-vu-Erinnerungen oder die Vorlieben für ein bestimmtes Land oder für einen bestimmten Ort oder für eine bestimmte Stadt könnte ein Beleg sein dafür, dass der Mensch in einem früheren Leben an diesem Ort schon gelebt hat. Dann kenne ich 2 Fälle, beide aus der Schweiz, wo Menschen im Traum sich erinnert haben, dass sie, der eine in Jugoslawien, der andere in Amerika, bereits einmal gelebt haben, genaue Daten erfahren haben, Straßenbezeichnungen, Häuserbezeichnungen, und sie sind beide dorthin gefahren und haben tatsächlich das Haus noch gefunden, sogar ihren Grabstein vom früheren Leben noch entdeckt und gefunden, zum Teil sogar ihre Verwandten aus früherem Leben ausfindig gemacht. Also es ist erstaunlich, was es alles gibt. Und wer da meint, das sei alles undenkbar, der nimmt das zu wenig zur Kenntnis. Es gibt die Selbsterfahrungsbeweise, wo Menschen tatsächlich, wenn sie sich genügend Mühe geben, im Traum oder im Wachbewusstsein erinnern, vage vielleicht erinnern oder ahnen, dass sie früher schon existiert haben, gelebt haben, nicht als ägyptische Prinzessin oder als König oder als Kaiser, sondern als ganz einfache Menschen, die in dem jetzigen Leben Spuren ihres früheren Lebens bei sich tragen. Ängste zum Beispiel, Wundmale an ihrem Körper sogar, die vom früheren Leben stammen. Und schlussendlich die zweite Gruppe, die Evidenzbeweise. Evident heißt auf Deutsch einsichtig, dass man einsieht, so muss es sein und anders kann es nicht gewesen sein. Und da habe ich auch verschiedene Hinweise. Erstens der Autoritätsbeweis. In der Literatur gibt es Hunderte von Dichtern und Denkern, die ganz überzeugt waren, dass der Mensch mehr als einmal lebt. Und da kann man sich fragen, ist es möglich, dass Hunderte von intelligenten Menschen in einer so wichtigen Frage einem Irrtum erliegen? Dann gibt es zweitens den ethischen Beweis. Wir Menschen streben doch alle nach Gerechtigkeit und nach Glück. Und in diesem Leben finden die allerwenigstens das, was sie ein Leben lang suchen, Glück und Gerechtigkeit. Viele sind enttäuscht von ihrem Leben, viele fühlen sich ungerecht behandelt,
Da ist es geradezu eine Denknotwendigkeit zu glauben, wenn nicht diesmal, dann vielleicht einem anderen Mal wird mir Gerechtigkeit erfahren. Und es ist nicht Himmel und Hölle, die da auf uns warten, sondern das, was im nächsten Leben uns als neue Aufgabe angeboten wird, wo wir neue Lektionen zu lernen haben. Unser Planet Erde ist wie ein Schulhaus. Unsere Erde ist nicht ein Plauschgarten oder ein Vergnügungspark oder ein Lustgarten, sondern eine Schule, wo wir Klasse und Stufe um Stufe weiterschreiten, in jedem Erdenleben eine Klasse. Und wir werden vor neuen Prüfungen gestellt. Und jede Prüfung, die wir nicht bestanden haben, wird uns in einem neuen Leben wieder präsentiert. Denken wir an die vielen Scheidungen. Jung hat einmal gesagt, was du in dir nicht verwirklichst, begegnet dir als Schicksal. Und schlussendlich habe ich noch den sogenannten Entwicklungsbeweis. Ein einziges Erdenleben genügt unmöglich, um wirklich seine existenziellen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir sind Riesen, die sich angewöhnt haben, als Zwerge herumzulaufen. Und um alles zu verwirklichen, braucht es mehr als ein Leben. Für die meisten Menschen ist das Leben eine banale Angelegenheit. Und man kann sich am Schluss fragen, ist das alles gewesen für das kurze Leben und den langen Tod? Nein, es muss seine Fortsetzungen in neuen Erdenleben haben. Und das ist ja die große Chance, die uns geboten werden. Von der Kirche her wird natürlich oft gesagt, das wird uns alles erspart durch die Gnade Gottes. Die Gnade ist nicht unverdient, sondern sie muss verdient werden. Die können wir verdienen in wiederholten Leben. Herr Imhoff, was wären aus Ihrer Sicht die Schlussfolgerungen, wenn es nur ein einziges Menschenleben gäbe? Die Schlussfolgerungen wären tragisch. Wenn wir denken, wie viele Millionen von Menschen keine Lebenschancen haben, weil sie als Kinder bereits im ersten Lebensjahr gestorben sind. Und wenn das ihre einzige Möglichkeit gewesen ist, dann wären sie ewig die Betrogenen. Sie hätten keine Möglichkeit, wirklich voll Mensch zu werden. Zweitens denken wir an die vielen Kinder in den Entwicklungsländern, an die Millionen, die bereits in der frühen Kindheit wegen Mangelernährung, wegen Unterernährung, wegen Fehlernährung oder wegen Kriegen und Katastrophen das Leben nach einem Lebensjahr bereits beenden müssten. Auch sie hätten keine Chancen. Oder denken wir an die vielen Geburtsgebrechen, Menschen, die von Anfang an schlechte Karten haben, die von Anfang an durch schwere Behinderungen, geistiger oder seelischer oder körperlicher Art, niemals in der Lage sind, voll Mensch zu werden. Alle sie werden ungerecht behandelt. Das kann doch nicht sein. Wir müssen annehmen, dass von Anfang an der Mensch programmiert ist. Oder hier gilt, was Schopenhauer einmal sagte, das Schicksal mischt die Karten und wir spielen. Jeder bekommt am Anfang des Spieles des Lebens seine Karten und was er daraus macht, das liegt in seiner Freiheit. Wir sind eben mit einem Plan zur Welt gekommen. Die Geburt ist nicht eine Tabula rasa, nicht ein gescheuerter Tisch, sondern wir kommen mit vielen Möglichkeiten des Lebens zur Welt und es liegt in unserer Freiheit, was wir daraus machen. Gäbe es nur ein Menschenleben, wäre dies alles verunmöglicht und wäre hoch ungerecht. Wenn es nur ein Menschenleben gäbe, kann man sich fragen, wer ist verantwortlich für dieses eine Leben? Unsere Kirchen sagen, im Moment der Zeugung schafft Gott aus dem Nichts eine unsterbliche Seele. Für mich ist das undenkbar. Wenn das wirklich so wäre, dann müsste Gott, wenn es einem Menschenpaar passt oder passiert, dass sie ein Kind zeugen, er müsste dann eine geistige Seele schaffen, die in aller Ewigkeit existiert. Das widerspricht völlig der geistigen Freiheit, die auch einem Gott zukommen muss. Ein anschauliches Bild für unser Erdendasein ist die Parabel vom verlorenen Sohn in der Bibel. Der verlorene Sohn, nachdem er das ganze
Erbe durchgelassen hat, hat plötzlich an seinen Vater und sein Vaterhaus erinnert und wollte wieder heim. Aber der Vater hat ihn nicht abgeholt. Er hat ihm den Heimweg nicht erspart, sondern der verlorene Sohn musste mühselig über viele Etappen und lange Strecken sich wieder nach Hause bemühen. So wie wir Menschen in verschiedenen Erdenleben wieder nach Hause wollen. Und wie dieser verlorene Sohn zu Hause ankam, gab es keine Strafpredigt, sondern ein großes Fest, weil der verlorene Sohn wieder heimgekommen ist. Und so möchte ich sagen, dass niemand verloren geht. Es gibt keine ewige Hölle. Alle haben die Chance, wieder heimzukommen. Die Frage ist nur, wie schnell wollen sie das schaffen? Und ich schließe nun mit einem schönen Gedicht von Manfred Kiewer. Immer wieder und wieder musst du hernieder in der Erde wechselnden Schoß, bis du gelernt hast, im Lichte zu lesen, das Leben und Sterben nur eines gewesen und alle Zeiten zeitenlos. Raimhoff, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.